and then perhaps deviations. I will translate that into English, and then those of you who had a reading here, I will, and I have the information, like your card, I will send this to you, and you can then learn to read whatever pertains to your own self. I feel like that's what we learn at the best, and it concerns your own thing, and that's how we will begin to assimilate knowledge and understanding about the decoder, how one can, in a very fast, easy, usable machine, to get a. I view that as a general screening of my patients. Should I even consider doing any amalgam removals or not? Like on my colleague, you saw the heavy intoxication from neurological toxins. Removal of amalgam in his case would have been contraindicated until that is dealt with. Well, I have not had any means of getting that type of information about my patients, and I may do some things to them that later on I would regret, and I feel like this instrument will give me at least a neat, easy means to then eliminate at least that potential for problems. So as soon as I have that translated, it will be made available to you. But don't put me... Ja, wir wollen als nächstes über Strombildung im Mund sprechen und über die Amalgamproblematik, die damit zusammenhängt. The next theme that we would like to address this time is the build-up of galvanic currents in the oral cavity and also the related amalgam problems. Hierzu müssen wir eingangs feststellen, And so to begin, we need to determine dass in einem gesunden Gebiss keine metallischen Fremdkörper vorhanden sein können. that in a healthy oral environment there is no presence of foreign substances. Und dass man in einem gesunden Gebiss zur Therapie auch keine Metalle benötigt. So in a healthy methodological situation, metals are not required. Probleme durch Strombildung im Mund und auch Probleme über Amalgam zu vermeiden, In order to avoid problems in the oral cavity due to galvanic currents as well as amalgams, würde daher die beste Methode sein, dass man Prophylaxe treibt. the best method that we could recommend would be a prophylactic approach. Dann haben wir alle Probleme, über die wir jetzt sprechen wollen, vom Tisch. In this matter, we would no longer have be faced with a problem that we are now in need of discussing. Dann gelingt aber die gesunde Haltung des Gebisses nicht, If we cannot maintain the health of the oral environment, so entstehen Karies und Parodontose im Mundgebiet. the result of that is caries and periodontal diseases. Dadurch sind Füllungen, Kronen und Brücken unvermeidlich. And this makes it unavoidable, the use of fillings and crowns, etc. Und bei Zahnverlust brauchen wir zusätzlich noch abnehmbaren Zahnersatz. And in case of total tooth loss, it is unavoidable to have prosthetics placed. Oder Kombinationen zwischen Kronen und Brücken und abnehmbarem Zahnersatz. Or whatever variety of combination of appliances result between bridges, fixed bridges and removable prostheses. Diese Ersatzarbeiten kann der Zahnarzt aber nur herstellen, These prosthetic replacement parts the dentist can produce aus Metall. out of metals. Weil alle anderen Materialien Because nicht hart genug sind, all other available materials are not strong enough die Kauebene zu erhalten. in order to maintain the occlusal integrity. Das muss ich in diesem Kreis ja nicht weiter ausführen. And of course, I do not need to burden you in this area any further. Also, Metalle sind einfach notwendig. So all we can say is metals are essential. Wie verschiedene Metalle im Mund verwendet werden sollen und müssen, The way various metals are used and need to be used in the oral environment, darauf darf ich nur ganz kurz hinweisen. I will only briefly mention. Für Füllungen sind es Amalgame und Gold. Fillings are mainly amalgams and gold. Hier bei uns in Deutschland vor allem bei Goldarbeiten Inlays.
In Germany, we use mainly for gold in form of inlays. Die Stopfgoldarbeiten, wie wir sie früher gemacht haben, sind nicht mehr üblich. The foil fillings as they were used voluminous in the past are no longer in vogue. Wir haben sogar Schwierigkeiten heute, die entsprechenden Goldpellets zu bekommen. In fact, we even have difficulty in acquiring the proper materials for that treatment. Die Zahnärzte lernen es bei uns nicht mehr auf der Universität. They don't even teach these procedures on the school level. Die Zahnärzte machen es nicht gern, weil es so viel Zeit erfordert. And the dentists do not enjoy doing it because of the time factor. Ja, und die Patienten mögen es auch nicht gern, weil das Klopfen bei den Goldfüllungen, Stopfgoldfüllungen unangenehm ist. And the pounding of that procedure is unpleasant to the patients, and neither do they desire that procedure now. So verwenden wir bei uns in Deutschland meistens nur Goldarbeiten mit Technik im Labor. And so consequently the only still acceptable gold prostheses are those that can be fabricated in the laboratories. In früheren Jahren haben wir vor allem bis 1986 In the former years, up to about 87, wurde auch in der Sozialpraxis in Deutschland viel Gold verarbeitet. even in the social part of dentistry in Germany, a lot of gold was still used. Weil die Krankenkassen bis zu 80% von den Goldkosten gezahlt haben. Because the social insurances did pay up to 80% for that type of service. Aber jetzt sind die Kassen nahezu pleite. However, now the social services are nearly broke. Und seit diesem Jahr müssen wir Spargolde verwenden. And now, beginning the first of this year, we have to use gold with very low gold content. Also wir nennen das Spargolde. We call that cheap gold. Oder wir müssen gar goldfreie Legierungen verwenden für die Sozialversicherung. And actually, totally gold-free alloys are really being used for that purpose. Das war geradezu unvermeidlich. And that, of course, was totally unavoidable. Weil wir 1986 Because in 1986, allein in Deutschland ungefähr 27 Tonnen Zahngold verarbeitet haben. in Germany alone, 27 tons of gold was used in dentistry in 1 year. In 1 year. Und das war ungefähr 1/3 des Weltgoldverbrauchs für Zahnärzte. It is estimated that is about 1/3 of the total world consumption of gold in dental services. Sie sehen also, dass die Sozialversicherung nicht der Weisheit letzter Schluss ist. And so you see, it isn't really smart to have the social services as the answer for our problems. Außer diesen Golden, die wir im Mund verwenden, Besides the gold that we use in the oral environment, haben wir dann noch die sogenannten Chrom-Cobalt-Molybden-Legierungen zu beachten. we also have to consider other alloys such as gold-molybdenum combination, Die wir vor allem für abnehmbaren Zahnersatz bei uns which verwenden. are mainly used for removal prosthetic appliances. Und schlussendlich haben wir auch noch Zinn und Aluminium zu beachten. In the end, we should also consider zinc and aluminum appliances, Die wir für Behelfskronen verwenden. which are mainly used for temporary crowns. Aber Turk und ich und auch noch andere Freunde haben es inzwischen erreicht, Myself, Turk, and other of our friends have meanwhile attained dass Zinn und Aluminium verschwinden als Behelfskronen. or determined that zinc and aluminum disappear as temporaries. Weil die mit die höchste Strombildung im Mund machen. Or we do not utilize these temporaries because they generate enormously high galvanic currents. Wir wollen darüber ja noch sprechen. And we will talk about that later. Nun, wie viel verschiedene Legierungen und Goldarbeiten im Mund verwendet werden, The voluminous use of alloys in the oral environment kann man
man aus dieser Folie ersehen, One can quickly see out of this transparency. die stammt von Professor Eigner in Berlin. This transparency was made by Professor Eichner in Berlin. Und sie zeigt, dass nur 10% unserer Patienten And it indicates that about 10% of our patients nur eine einzige Legierung im Mund hatten. had only one type of alloy in their mouth. Wenigstens 50% unserer Patienten haben 2 Legierungen wenigstens im Mund. 50% of our patients have at least 2 different types of alloys present in their mouth. Und der Rest bis zu 6 verschiedene Legierungen im Mund. The remaining has as much as 6 different alloys present in their mouth. Dabei müssen Sie berücksichtigen, This you need to, in this you have to consider dass ja jede Legierung nicht nur aus einem einzigen Metall besteht, that each one of those alloys is not a pure single metal, sondern bis zu 9 verschiedene Metalle in der Legierung enthalten but sind. rather the alloying itself may contain as many as 9 differing metals. Nun, diese verschiedenen Legierungen würden keine sonderlichen Probleme machen, On and of themselves, the alloying of all these various metals may not present problems on their own. wenn sich diese Metalle, diese verschiedenen Metalle im Mund reaktionslos verhalten würden. If it were possible to keep all these alloys reaction-free in the oral environment. Bei Edelmetallen würde das zu einem guten Teil wenigstens zutreffen. In noble metals, this is true in part. Wenn aber unedle Metalle dazukommen, But when non-noble metals are added to that problem, gibt es Probleme in der Mundhöhle, or to that environment, then problems arise in the oral environment weil der Speichel im Mund keine neutrale Flüssigkeit ist. because the saliva in the oral cavity is not a neutral fluid. Das Milieu, in welches wir unsere zahnärztlichen Metallarbeiten einbringen, The milieu into which we place our dental products, also der Speichel, that is the oral liquid or the saliva, ist weder physikalisch, is neither physiological noch chemisch, nor chemical, noch physiologisch ein einheitliches Gebilde. neither physical a unit. Für die Verdauung verfügt der Speichel über Biokatalysatoren, In the digestion, the saliva adds in a physiobiological sense, insbesondere über wichtige Fermente, especially with its content of fermenting substances. aber wichtig ist für unsere Sicht, But important for our point of view dass der Speichel ein saures Milieu haben muss, is that the saliva should have an acid milieu die Verdauung der Nahrung vorzubereiten. in order to prepare the digestion of food. Nach Professor Vincent in Paris According to Professor Vincent of Paris, beträgt der pH-Wert des Speichels the saliva pH of the pH of the saliva bei einem gesunden 20-jährigen Menschen in a healthy 20-year-old person etwa 6,5. about 6.5 pH. Wenn Sie aber saure Nahrung zu sich nehmen, Früchte oder anderes auch, When the patient consumes acidy fruit nutritionally, dann kann der pH-Wert des Speichels stark absinken. then the pH value of the saliva can be depressed significantly. Also durchaus mal herabgehen in das saure Milieu bis zu 4,5. It can lower the pH level down to as much as 4.5. Relativ selten geht der Speichel auch in die alkalische Richtung. Very seldom the saliva also goes into the alkaline range. Wenn der Speichel also meistens ein saures Milieu darstellt, If the saliva presents a consistent sour milieu, haben wir es mit einem Elektrolyten zu tun. then we're dealing with an electrolyte. Und dieser Elektrolyt umspült ja unsere zahnärztlichen Metallarbeiten ständig. And this electrolyte bathes our dental products in the oral environment on a continuous basis.
Wenn aber ein sauberes Milieu durch den Speichel vorhanden ist, So if we have an acid milieu due to the presence of saliva und verschiedene Metalle and a variety of metals are placed in dieses saure Milieu hineinreichen, into this acid milieu, dann haben wir es mit einem galvanischen Element zu tun. then we are faced now with a galvanic condition. Hier ist durch Stricke dargestellt der Speichel Here with the 8 dashes, the saliva is represented. und hier beispielsweise zwei verschiedene Metalle. And here schematically is illustrated the two different metals. Aus Erfahrung wissen wir, dass eine Batterie umso stärker ist, From experience we know that the strength of the battery, je weiter diese beiden Metalle in der Spannungsreihe auseinander liegen. the power of an oral battery is enhanced the greater the distance is between the varying the different metals. Nun, wenn man die Leistung oder wenn man überhaupt sich einen Überblick über diese Batterie im Mund verschaffen will, If one wants to have an overview of the battery situation in the oral environment, dann wissen Sie selber, dass man zum Beispiel eine Batterie, die wir für die Taschenlampe benötigen, then you will have to think in terms of the battery that may be used in a flashlight, dass man dann dort den Strom messen kann that one can actually measure the current in that situation, und oder die Spannung. or the current, the voltage. Das haben wir früher natürlich auch bei der Mundbatterie gemacht. And of course we did that also in the oral battery. Und wir haben über viele Jahre hinweg die Strombildung im Mund gemessen in Mikroampere. And for many years we have been able to measure the currents in the mouth in microamperes. Also Mikroampere war die Größenordnung, mit der wir es in der Mundhülle zu tun haben. So the microampere is the range in which we are measuring the currents in the mouth. Oder wir haben die Potentialdifferenzen zwischen den verschiedenen Metallen gemessen. Or we measured the potential differences between the varying metals in the mouth. Und das ist ja möglich mit einem Voltmesser, And this is possible with the use of a voltmeter, wobei die Größenordnung aber nicht Volt ist, sondern Millivolt. and where the measuring units is not in volts but rather in millivolts. Also merken Sie sich die beiden Größenordnungen, Mikroampere und Millivolt. So please keep in mind the measuring area as millivolts and microamperes. Die Spannungsmessung in Millivolt The voltage measurement in millivolts hat den Vorteil, dass sie relativ leicht und gut reproduzierbar ist. has the advantage in that it is very easily and quite well measurable. Wenn Sie den Strom in Mikroampere messen wollen, If you want to measure the current in microamperes, dann müssen Sie zwischen diese beiden Elemente einen Widerstand einschalten. then it is necessary to place a resistance between those two dissimilar metals, Denn es muss ja ein Strom fließen, sonst können Sie den Stromfluss, die Strombildung nicht messen. because it is necessary to create a flow of current between those 2 points, otherwise it is impossible to measure the current. Wenn Sie aber einen Widerstand dazwischen schalten, But when you place a resistance between those 2 points, dann wird durch den Widerstand Strom, der hier gebildet wird, verbraucht. then that will consume the thus created current. Und wenn Strom verbraucht wird, kann die Strombildung im Mikroampere keine konstante Größe mehr sein. And so, as the current is consumed by the measuring device, you cannot have a constant presence of a constant current in that situation. Wenn Sie sich also einen Überblick über die Strombildung im Mund verschaffen wollen, So, if you want to attain an overview of the current condition, electrical condition in the oral environment, und wenn Sie Geld sparen wollen, and if you want to save money, dann kaufen Sie sich bitte ein einfaches Millivoltmeter, then and you want to save money, then you may purchase a rather inexpensive millivolt meter. dann haben Sie wenigstens einen groben Überblick. Then at least you will have a rather rough overview. Aber
wirklich nur einen groben Überblick, wie wir noch zeigen wollen. And really it is in its fullest sense a very rough overview as I will demonstrate it to you. Na, die Messung dieser beiden Werte, Millivolt oder sage ich noch dazu, wenn Sie sich ein Strommessgerät kaufen, Should you acquire a current measuring instrument, und wenn Sie wissen, dass sich der Strom ja dauernd ändert, and if you already know that the current is constantly in a state of flux, dann hat dieses Strommessgerät für die Beurteilung der Mundhöhle herzlich wenig Bedeutung. then this inexpensive instrument has very little meaning for the judgment of oral currents. Nun, die Messung von Spannung und Strom in der Mundhöhle So the measurement of current and voltage in the oral cavity mit verschiedenen Geräten, with a variety of instruments, die wir bei uns in Deutschland auch bekommen können. which are also available in Germany. Also so zum Beispiel so ein Gerät. For example, as the instruments you view now on the slide, Die haben auch aus anderen Gründen keine besondere Bedeutung für uns, for other reasons, they don't have much significance for us, weil nämlich der Widerstand der verschiedenen Geräte der verschiedenen Firmen because the internal resistance of all those varying instruments available, also dieser Widerstand, der eingeschaltet werden muss, that means the resistance that has to be switched between the different metallic poles, bei den verschiedenen Geräten der verschiedenen Firmen sehr stark schwankt. tends to vary significantly from one measuring instrument to another. Dieses Gerät zum Beispiel hier hat einen Innenwiderstand von 30.000 Ohm. This instrument that you now view has an internal resistance of about 30,000 ohm. Wir haben aber auch bei uns auf dem Markt Geräte, die bis zu 100 Megohm haben. And we have instruments on the market available that have an internal built-in resistance of 100,000 mega ohm. Also Sie sehen, es dreht sich hier um Differenzen in Zehnerpotenzen. As you can then, as you realize, we're dealing here in differences to the scale up tenfold. Und wenn Sie diesen Innenwiderstand der verschiedenen Geräte nicht beachten, And if you don't pay any attention to this internal resistance capability of the instrument, und ich zum Beispiel ein Gerät mit einem niederen Innenwiderstand habe, and I use an instrument that has a low internal resistance, und Stan hat ein Gerät mit einem sehr hohen and Innenwiderstand, Stan has an instrument that has a rather high internal resistance, dann können wir beide wohl Strom messen. then we're both capable of measuring the current. Aber wir können unsere Messergebnisse nicht mehr miteinander vergleichen. However, we are not able to compare the results with each other. Na, noch etwas ist zu beachten. Another thing to note Über diesen Widerstand hinaus, concerning this resistance, dass diese bisherigen Geräte keine Möglichkeit geben, that all the available instruments up to this time don't aufzuzeigen, indicate wie lange eine Mundbatterie in der Lage ist, Strom zu liefern. the duration of the existing oral battery to deliver the flow of current. Denn jede Taschenlampenbatterie ermüdet ja auch. Because as you know, every flashlight also fatigues, Und genauso trifft das auch für eine Mundbatterie zu. and this certainly applies also to oral batteries. Und dann ist noch eines zu beachten. Wir können mit den bisherigen Geräten nicht feststellen, An additional point of impact it should be that with the instruments at hand, we don't have the ability wie sich der Strom im Verlauf der Zeit verändert. to ascertain the change of the electrical current as when subjected to time. Ich darf also zusammenfassen, So in summary, I can state dass man mit den bisherigen Geräten, that with the instruments available to us up till recently, also mit Strommessgeräten und mit Spannungsmessgeräten, that means with voltage measurement instruments and also with current measurement instruments, wohl eine grobe Übersicht über die Verhältnisse der Mundbatterie im Mund bekommt, it gives you a rough overview of the situation of galvanism in the oral environment, aber dass wir keine vergleichbaren Werte haben und damit sind sie für
unsere Beurteilungszwecke relativ unbrauchbar. But it did not afford us the luxury of comparison of the values, and consequently, in our opinion, it is a useless form. Das geht auch aus einer Kurve hervor, die ich hier kurz einmal zeigen will. This can also be seen by the diagram of a curve, which I want to now explain to you. Dieses Diagramm zeigt Ihnen an. On this diagram you can see. Hier zum Beispiel die Anfangsspannung. Here you have the beginning voltage Bei einem Patienten, on the patient. Da war die Größenordnung 400 Millivolt. The high reading was 400 millivolt. Wenn man jetzt aber die Mundbatterie länger beurteilt und länger nachmisst, And now if you want to judge that oral battery over a longer period of time and you measure it for a longer period of time, und das haben wir im Forschungsinstitut von Siemens in Erlangen gemacht, and we did that at the Research Institute of Siemens in Erlangen mit einem Oszilloskop, with an oscilloscope. also ein ganz hochaufwendiges Instrument. That is a very high sensitive scientific instrument. Diese Untersuchungen gehen schon auf das Jahr 1977 zurück, sind also über 10 Jahre alt. All these findings date back to 1977. This is about a 10-year-old research project. Und da hatten wir in Deutschland nur 2 Oszilloskope überhaupt zur Verfügung. At that time, this type of oscilloscope available to us, there were only 2. Und dann haben wir mit dem Oszilloskop die Spannung gemessen. So with the aid of that oscilloscope, we measured the current, auf einen Bildschirm übertragen, and we translated that to a picture screen, der in der Lage war nachzuleuchten. Which had the capability of a afterglow. Und dann konnten wir diese Spannungskurve ermitteln. And this is how we were able to determine this current curvature. Solche Messungen wären natürlich für uns in der zahnärztlichen Praxis am interessantesten. And of course these measurements are for us then the most interesting. Aber eine Viertelmillion Mark nur für die Instrumente auszugeben, ist ja wohl zu viel. However, that instrument at a cost of $250,000 D-mark is a little high for us to expend. Und es sind ja nur, man braucht dazu auch einen Techniker. In addition, a technician is required to run it. Ähnlich ist es aber auch mit dem Strom in der Mundhöhle. And of course, it is similar. Sorry, I said current. It should have been voltage earlier. Now I should say that the same applies also for the current in the mouth. Und wir haben hier nochmal auch bei dem gleichen Patienten die Strombildung im Mund dargestellt. And of course, we also have the current formation illustrated here for you. Und haben hier einen Anfangswert von 30 Mikroampere gefunden. And so here the beginning value for the current is 30 milliamps. Aber wenn Sie die Messung kontinuierlich durchführen, but if you continue the measurement over a period of time, dann sehen Sie, dass auch bei der Strombildung kein fester Wert gegeben ist. then you will soon see that even in the current building it is not a continuous or constant value, sondern dass auch die Werte für den Strom kontinuierlich absinken. but you can see that the values for the current are also dropping over a period of time. Und erst nach etwa 1,5 Sekunden auf einen relativ stabilen Wert einspielen. And that it only stabilizes after a time period of about 2 seconds. Und das hat uns nun veranlasst, And this then led us to größere Versuchsreihen zu machen. to do some more extensive experiments. Und diese Versuche hat Dr. Pesel, ein Physiker, And these experiments were carried through by a physicist, Dr. Piesel. in meiner Praxis durchgeführt. He did that in using my practice, Zusammen mit mehreren Ingenieuren von Siemens. in cooperation with a group of engineers from Siemens. Und das ist dann in dieser Zeitung veröffentlicht worden. All their findings are published in this scientific paper. Nun, diese Kurven, die wir hier dargestellt finden, haben uns gezeigt,
Now these curves that I showed you as illustrated here for us, das sind also wohlgemerkt keine errechneten Kurven these, keep in mind, are not calculated curves, und das sind auch keine statistischen Kurven, and these do not represent statistical curves, sondern vom Oszilloskop abfotografiert. but rather they are curves that were photographed, actual photograph of oscilloscopic printouts. Die haben uns gezeigt, dass man wenigstens 1,5 Sekunden messen muss, They showed us that we need to measure over a time span of at least 1.5 seconds relativ konstante Werte zu bekommen. in order to attain relatively constant results. Sie zeigen uns auch, They indicate as well dass man nicht nur die Spannung messen kann, that one shouldn't measure only the voltage oder den Strom or the current in microamperes, sondern dass man beide Werte zur Beurteilung einer Mundbatterie braucht. but that you need both values in order to be able to judge an oral battery, Und dass man diese Werte zumindest über eine Zeit von 1,5 Sekunden bestimmen muss. and that one should utilize a time span of at least 1.5 seconds in order to be able to ascertain these values. Das bedeutet also, dass wir nicht Spannung oder Strom messen müssen, And this means that we are in the need of measuring not only voltage and current, sondern zur Beurteilung einer Mundbatterie die Energie brauchen. but that we also need to concern ourselves with another factor, the energy. Und diese Energie, die eine Mundbatterie erzeugen kann, And this energy that a battery can produce kann man errechnen can be calculated aus Spannung und Strom, from the voltage and current die gemessen werden that can be measured über eine Zeit von 1,5 Sekunden. over a time span of 1.5 seconds, Und dann kriegen Sie die Energie der Mundbatterie and then you will have a readout of the energy of the oral battery errechnet in einer Größenordnung von Nanowattsekunden. that is calculated in the units of nanowatt seconds. Nun, mit einem Rechenschieber oder sowas kann man das nicht machen. And of course, it is impossible to get these results by the use of a slide rule. Man braucht dazu zumindest einen Computer. It is necessary to do the calculations by using a computer. Und dieser Computer muss an eine Messvorrichtung angeschlossen sein, And this computer has to be then switched to a calculating source die Spannung und Strom messen. that is capable to measure voltage and amperage. Sie sehen also daraus schon, dass ein gewisser Aufwand getrieben werden muss, And so you can see from this that it takes a considerable amount of effort die Mundbatterie in ihrer Leistung beurteilen zu können. in order to be able to judge an oral battery in its energetic capability. Und dazu haben wir ein Instrument konstruieren lassen. For this purpose, we then had an instrument built. Das ist das Mundbatterie-Messgerät, wie wir es hier ja auch hier dargestellt haben. This is an oral energy measuring instrument which you now have before you on the slide. An diesem Gerät werden bei der Messung angezeigt On this instrument, during the measurements, there are displayed die Spannung the volt an dem ersten Fenster, on the first window der Strom am zweiten Fenster and the current on the second window in microamperes. und dann müssen Sie 1,5 Sekunden die Elektroden auf der Mundbatterie festhalten. It is required that you hold the electrodes on the measuring alloys for a duration of 1.5 seconds, Dass das Gerät nach der angegebenen Formel die Energie hier anzeigen kann. to allow the instrument time so that according to the discussed formula, the instrument can then calculate the available energy. Also diese beiden Werte sind gemessen So you see these two first values are measured, und dieser Wert der Energie der Mundbatterie ist errechnet. and the first indicator, the energy value, is then calculated.
zum Messen selber brauchen wir 2 Elektroden. In order to accomplish the measurement, we need 2 electrodes. Die müssen natürlich aus gleichem Metall sein. Of course, these have to be of similar or same type of metal. Und hier auf der großen Elektrode haben wir einen Knopf, On the large electrode, there is a button mit der man den ganzen Messkreis kurzschließen kann. which allows us to shorten the entire measuring circuitry. So sind wir mit diesem Gerät in der Lage, And this instrument then gives us the capability erst einmal diese Mundbatterie hier schematisch dargestellt kurz zu schließen. to shorten the oral battery, which is viewed here in a schematic display. Und dann die beiden Werte zu messen über 1,5 Sekunden. And then in order to measure the 2 values in a 1.5 second span, Und so zur Energie zu kommen. in order to then attain the energy readout. Wir beginnen also immer mit einem Kurzschluss. We always begin with a shortened circuitry, So haben wir relativ reproduzierbare Werte. and this allows us relatively reproducible values. Nun, wir sind dann dazu übergegangen und haben die Messergebnisse an vielen Patienten durchgeführt. And so we now then have gone and measured numerous readouts on a variety of patients. Wir haben dazu dieses Formular verwendet, damit das immer gleich ist. We have designed this particular form for that purpose in order to make that uniform, Damit wir auch mal zu statistischen Ergebnissen kommen. in order to be able to attain a statistical capability. Nun will ich Ihnen hier mal solche Ergebnisse zeigen. And here I want to show you now such results. Da haben wir zum Beispiel SLB ist abgekürzt für Amalgam. And here we have, for example, the abbreviation SLB, which stands for amalgam. Und hier gemessen zwischen 2 Silberamalgamfüllungen bei diesen Patienten. This means that the measurement was between 2 different amalgam fillings. Da haben wir relativ niedrige Werte, This shows a relatively low value, zum Beispiel 60 Millivolt, 60 millivolts, 0 Mikroampere 0 microamperes, und 20 Nanowatt-Sekunden Energie. 20 nanowatt seconds of energy. Dazu muss ich allerdings sagen, wenn hier 0 Mikroampere steht, I want to say that if we have 0 microamperes, dann bedeutet das nicht, dass gar kein Strom fließt, this does not mean that there is no current flowing at all, sondern es fließt ein Strom unter 1 Mikroampere. but that there is current flowing, but it is below 1 microampere. Also 0 sagt nicht kein Strom, sondern unter 1. So 0 does not mean there is no current at all, but it is below the measurable 1 microampere. Auf eine genauere Anzeige im Gerät haben wir verzichtet. In order to attain a more accurate readout in the instrument, we had to deny that luxury. Weil sonst das Gerät noch sehr viel teurer hätte werden müssen. Otherwise, the instrument would have been prohibitively expensive. Und das macht ja auch nicht viel aus, wenn man nur weiß, es fließt ja sowieso ein Strom, weil andere Werte angezeigt sind. This shouldn't be then all that important if one keeps in mind that there is a flow of current, even though it is 0. Aber betrachten Sie mal noch andere Mundbatterien im Mund. But then let's go and see the other oral batteries present in the mouth. Diese eine Amalgamfüllung soll bleiben. So we maintain the probe on that one amalgam filling. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt Kronen angegeben. Krone in Metallkeramik, Krone in Gold. The other listings represent crowns, one in gold and one in ceramic. Wohlgemerkt hier, das sei die Amalgamfüllung und das ist jetzt die andere So Füllung. let's just assume on the scheme one represents amalgam, the other one would represent the gold. Dann sehen Sie hier, dass wir ganz andere Werte bekommen. Then you can immediately see that we get different values. Zum Beispiel gegen die beiden Goldkronen in dem Femolaren links unten. For example, against the 2 gold crowns in the premolars on the left lower side, Haben wir 110 Millivolt, we have 110 millivolts, 7 Mikroampere 7 microamps, and
290 nanowatt seconds. Ja. Und die Werte können noch ganz anders sein. Of course, the values can be considerably different. Zum Beispiel fast doppelt so hoch Like this tooth, for example, it is twice as much gegen die Metallkeramik-Krone. Krone Metallkeramik bedeutet das? against the crown that has metal ceramic coverage, Da bekommen wir 200 Millivolt, which reads 200 millivolts, 12 Mikroampere 12 microamperes, und 520 Nanowatt Sekunden. and 520 nanowatt seconds. Und bei dem gleichen Patienten haben wir noch höhere Werte, Stromwerte im Mund. On this very same patient, we have even higher current values in the mouth. Schauen Sie mal gegen die Metallprothese We now go against a metal prosthesis im Oberkiefer, in the upper jaw, gegen diese gleiche Amalgamfüllung da unten. against the same amalgam that we had above, pointed out above. Da kriegen wir 170 Millivolt, 13 Mikroampere und 2410 Nanowatt Sekunden. It reads 170 millivolts, 13 microamps, and 2,410 nanowatt seconds of energy. Na, ein anderes Beispiel vielleicht noch zur Ergänzung. A second example, perhaps to reiterate, Wohlgemerkt, die ganzen Werte beim gleichen Patienten. to keep in mind that the total value in the same patients, Da haben wir mit zwischen Metallkeramikbrücke we have here between a metal ceramic bridge und einer Amalgamfüllung beim linken oberen Weisheitszahn over to an amalgam filling in the upper left wisdom tooth, 420 Millivolt 420 millivolts, und 28 Mikroampere. 28 microamperes, and 7,690 nanowatt seconds. Wenn diese Patientin sagt, ich bin gegen Tschernobyl, When this patient comes in and says, I'm totally against Chernobyl, und ich bin gegen Atomreaktoren, and I'm also against the use of atomic reactors, dann sage ich nur, da kannst du ruhig dagegen sein, hast du ja selber. then I say, oh yeah, nothing wrong for you to be against it because you're right there as well. Das ist also überhaupt unglaublich. Because this is almost unbelievable. Vielleicht zur Ergänzung noch zu diesem Beispiel. Wir haben Werte gemessen, hier im Millivolt etwa um 700 Millivolt bei Patienten. Now, to kind of finish up with this patient, I want to tell you that on some we have measured as high as over 700 millivolts, Und hier 60 Mikroampere, kein Problem. and as high as 60 microamps without any problems. Und den höchsten Wert, den ich als Energie in der Mundhöhle gemessen habe, war And the highest value that I have ever measured in the oral environment, in the energy, nicht 7000 Nanowatt-Sekunden, not 7,000 nanowatt seconds, sondern 40.000 Nanowatt-Sekunden. but rather 40,000 nanowatt seconds. Und als das öfter vorkam, When that happened quite frequently, mussten wir das eine Fenster hier bei dem Gerät, dieses Fenster, größer machen. one was forced to increase the size of that window on the instrument Weil die Anzeige durchgedreht hat. because the indicator actually kind of spun out. Also Sie sehen, das war gar nicht so selten. So you see, it isn't all that seldom to have these values. Schon allein diese Größenordnungen zeigen, dass man über das Problem der Strombildung im Mund nicht hinweggehen kann. Even these illustrations I pointed out to you is that we cannot avoid the problem of oral galvanism. Na, Sie werden sagen, so schlimm kann das ja alles nicht sein. Of course, you probably could say that, well, it's not all that bad. Aber unser Freund Erwin Schwarz in Tübingen hat sich mal die Mühe gemacht, eine Statistik in seiner Praxis And so aufzustellen. a friend of mine has gone to the task of producing a statistical readout. Für die Folien ist es etwas zu hell. The room lights are just a little, perhaps too bright for those transparencies. Ja, oder geht es so? Can you all see okay? Yeah. If there's no problem, then Ein bisschen weniger. maybe just a little lower. Ja, dann ist es etwas besser schon. Okay, that's good.
hat also festgestellt, dass nur 34% der Patienten unter 100 Nanowattsekunden hatten in ihrem Mund. And so statistically, he has determined that on his patients, only 34% had less than 100 nanowatt seconds. Dass 16% zwischen 100 und 200 Nanowattsekunden hatten. 16% of his patients had 100 to 200 nanowatt seconds. Und die anderen Werte lassen wir mal, dass 20% seiner Patienten hatten über 1000 Nanowattsekunden. And skipping over the others, go over to the 20% of his patients showed more in excess of 1,000 nanowatt seconds. Sie sehen also, dass wir Zahnärzte doch veranlasst sind, uns mit der Strombildung im Mund zu befassen. So you see, there is a reason why we as dentists ought to consider the problem of galvanic currents in the oral environment. Es ist nicht so, wie man auf der Universität sagt, It isn't quite what is being said at the university, dass diese Werte, dass es nicht so häufig vorkommen mit hohen Stromwerten. that these high values are not all that frequent. Sie kommen häufig vor. It seems they occur frequently. Nun werden Sie fragen, was kann man denn tolerieren von diesen Werten? Now the question that arises would be, well, what is the tolerance in respect to these values? Und da muss ich Ihnen sagen, And so to this I can say zuerst mal, dass die Energie der Mundbatterie der wichtigste Wert ist. that the most important aspect of this entire thing is the energy value of the oral battery, Denn in diesem Wert ist abzulesen, because in these values it is possible to read was eine Mundbatterie energetisch leisten kann. what a battery is capable of producing energetically. Oder umgekehrt ausgedrückt, Or if we can say it the other way, wie stark die Mundbatterie den Patienten stören kann. how forceful the oral battery can disturb the patient. Und aus vielen Vergleichen sind wir zur Überzeugung gekommen, And so in using many comparisons, we have come to the conclusion dass Strombildung im Mund nicht mehr toleriert werden kann, that the current buildup in the oral environment cannot be tolerated, dass sie also absolut gesundheitsschädlich ist, that is without influence of any to the health, wenn der Wert von 60 Nanowattsekunden überschritten wird. if the value of 60 nanowatt seconds is exceeded. Sofern 3 Mikroampere nicht überschritten werden And also if 3 microamperes is not exceeded, oder 100 Millivolt. or in excess of 100 millivolts. Also wenn Sie mit so einem Gerät arbeiten, And so if you utilize the instrument, sollten Sie sich diese 3 Werte merken. then you should memorize these 3 values. Dabei ist dieser Wert der wichtigste. And this top one, the 60 nanowatt second, is one of the most important. Und die anderen sind zusätzlich interessant. The others are additionally interesting. Nun fragen Sie, Say again, bitte, that, is it, the oral cavity cannot tolerate more than that? I didn't understand, I guess. nein, diese Werte dürfen nicht überschritten werden. What is meant that these values should not exceed in the oral environment. Also die Strombildung im Mund sollte unbedingt, wenn schon, darunter bleiben. If there is current buildup in the oral environment, it is preferably that it is below these stated values. Nun, was macht diese Mundbatterie im Mund? Now, what is the effect of the oral battery? Na, ich finde, das macht ja nicht. Dr. Crump, Es sind, bitte, who determined the tolerance? How did you determine the tolerance limits? Who determined it? Was it Siemens that determined the tolerance limits? nein, das ist das Ergebnis von Vergleichsmessungen It is the result of comparison measurements zwischen den Messungen, die wir mit dem Gerät gemacht haben, between the measurements which we attained with this instrument und Messungen, die wir vergleichsweise mit Elektroakupunktur gemacht haben. and also measurements that we did comparison-wise via electroacupuncture. Aber das führt hier, glaube ich, zu weit. Das können wir nicht alles But besprechen.
this topic is too broad and we really don't have time to go into details. Wenn Sie das genauer wissen wollen, dann müssen Sie diese große Arbeit, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, selber lesen. If you want to know the details, you may want to desire to read the work that I alluded to earlier. Die gibt es aber vorerst nur in Deutsch und nicht in Englisch. Now, unfortunately, this work is still only available in German. Are there ampules in any kind of test kits that we can use to analyze and balance with this technique like we do organ preparations or... Gibt es da Ampullen, die man benutzen kann, den Patienten auszugleichen? Das geht nicht. Denn That's impossible. Das ist ein physikalischer Vorgang. Because this is a physiological phenomenon, Und die Strombildung im Mund and the current generation in ist the oral ein cavity elektrophysikalischer is an Vorgang. electrophysical Den process können Sie nicht durch homöopathische Mittel unterbrechen. which does not allow itself to be in any way interrupted by homeopathic intervention. Sie sind nicht in der Lage, mit homöopathischen Mitteln den pH-Wert im Speichel direkt zu ändern. No more than you are capable of affecting the pH of the saliva in the oral environment with the use of homeopathic remedies. Nun, ja, was wollten Sie noch fragen? Is there anything additional? Stan? Does the electrical currents block electroacupuncture information, high currents like that? Auf die Frage war ich schon gefasst. I actually anticipated that question. Na, sie beeinflusst die Elektroakupunkturmessung schon. It certainly influences the electroacupuncture measurement, Und das war ja dann auch die Möglichkeit, warum wir diese Werte festgelegt haben. and that is also what made it possible for us to attain these values. Wenn diese Werte überschritten werden, dann wird die Elektroakupunkturmessung nachhaltig verändert. If these values are exceeded, then the electroacupuncture measurement values are also affected. Aber wenn Sie die Mundbatterie nicht beseitigen können, If you are not able to remove the oral galvanic power cell, werden Sie zum Beispiel für eine Operationsvorbereitung trotzdem homöopathische Mittel einsetzen, getestet nach Elektroakupunktur. then you will, prior to a surgical procedure, you will still utilize homeopathic remedies and the use of electroacupuncture. Irgendwo müssen Sie beginnen und irgendwo müssen Sie einen Kompromiss machen. You have to start somewhere, and so somewhere along the way you will have to make some kind of a compromise. In der Medizin gibt es keine absoluten Messungen und auch keine absolut richtige Therapie. So in medicine there is really no such thing as absolute measurements and an absolute therapy. Irgendwo muss man mal anfangen. So it is important to start somewhere. Nun, wenn Sie solche Werte haben und darüber, And so if you have these type of values and in excess, dann dürfen Sie sich nicht wundern, then you should not be surprised dass der Speichel in der Mundhöhle verändert wird. that the saliva in the oral cavity can be altered. Und jetzt ändert sich eben durch die Mundbatterie der Speichel, der pH-Wert des Speichels. And so, Der ändert sich. in response to the oral galvanic situation, the saliva is altered in the oral cavity. Und diesen Vorgang können Sie durch Homöopathie nicht ändern. And these phenomena you are not able to alter through the use of homeopathy. Wenn Sie diesen Störvorgang beseitigen wollen, müssen Sie die unedlen Metalle beseitigen. If you want to remove this disturbance process in the mouth, you have to remove the presence of the offending metals. Wichtig aber ist, dass wir uns daran erinnern, Important it is that we should remember dass durch die Strombildung that because of the current buildup über den Speichel via the saliva, der pH-Wert geändert wird. the pH value is altered. Und damit wird auch der Verdauungsvorgang zu Beginn schon beeinflusst. And this, of course, in turn then influences the digestive process already from the very start. Denn was hier vorgeht, ist ja praktisch eine Elektrolyse des Speichels. Because what is actually happening here is an electrolysis of the saliva. Und damit werden die Fermentbildung und die Wirkung der Fermente zur Verdauung geändert. And that is what alters the fermenting enzymes and with it the fermenting process of the digestive system.
Außerdem wollen Sie bitte berücksichtigen, And here you should also take into consideration dass unser Nervensystem ja auch mit Strompulsen arbeitet. that our nervous system also is activated or depends on nerve impulses, electrical impulses. Und wenn Sie jetzt permanente Strombildung im Mund haben And if you have permanent current buildups in the oral cavity, und zum Beispiel bei einer Mundbatterie zwischen Oberkiefermetall und Unterkiefermetall, and you also have the presence, for example, of metallic substances in the upper jaw and lower jaw, beim Zusammenbeißen in the closing movement, die Metalle zusammenbringen und damit Kurzschluss machen, and the metal substances make contact and shortening circuits result, dann beeinflussen Sie indirekt then you influence indirectly Ihr ganzes Nervensystem im Mundgebiet und damit auch im Kopfgebiet. not only the nerve system in the oral environment area, but also in the entire head area. Also durch Strombildung im Mund wird direkt verändert die Speichebildung. So the current buildup in the oral cavity has a direct effect on the production or the value of the saliva, Und dadurch entsteht indirekt eine Störung der Verdauung. and this produces indirectly a disturbance of the digestive process. Und es wird das Nervensystem durch Kurzschlussbildung auch beeinflusst. And this also influences the nervous system through the shortening effect. Und noch ein drittes muss ich aufmerksam machen. And there's still a third point that I want to call your attention to. Wenn Strombildung zwischen verschiedenen Metallen stattfindet, When there is current buildup or volt buildup between the various metals, dann gehen ja Ionen vom unedlen Metall in Lösung. then this releases metallic ions into the solution, Und die Ionen fließen mit dem Speichel in den Verdauungstrakt. and this allows those metallic ions to flow with the oral fluids into the digestive system. Und damit kommen auch durch Korrosionsvorgänge And here, in addition to the corrosive processes, die Metalle, die Komponenten des unedlen Metalls the components of the non-precious alloys in den Darm into the intestinal tract. und können dort zu einer Subintoxikation führen. And there they can lead to a sub-intoxication. Ich habe nicht gesagt zu einer Intoxikation, I didn't mention intoxication, aber Sie dürfen ja nicht vergessen, but you shouldn't forget dass diese Vorgänge Tag und Nacht stattfinden. that these processes take place day and night. Der Körper kann sich von solchen Störeinflüssen ja nicht erholen. And so the body does not have the ability to somehow re-energize itself or escape these processes, Denn Sie haben Tag und Nacht Speichel because you actually have the production of saliva day and night, und Sie haben Tag und Nacht die Metalle in der Mundhöhle. and you also carry day and night the metallic components of the mouth. Nun, das sind medizinische Überlegungen. Now, these are a medical consideration, Man kann aber durch die Mundbatteriemessung noch mehr erfahren. but with the help of oral currents measurements, one can attain even further results. Schauen Sie mal diese Ergebnisse hier an. Now, just consider these results. Der Patient hatte nur Amalgam im Mund. This patient, for example, had only the presence of amalgam in the mouth. Der Patient ist sehr oft viel unterwegs. And this patient also finds himself quite frequently underway. War also bei mehreren Zahnärzten. He actually has visited a number of dentists. Die einen haben hochwertiges Amalgam verwendet. Some of these dentists have used a Hochqualifizierte. high quality alloys. Und andere haben gespart und haben nur 50%iges Amalgam genommen. Others were rather saving or economy oriented and used cheaper alloys. Die einen haben sorgfältig zubereitet und gestopft und poliert. Some did an excellent job in preparation, filling, and polishing of the alloys.
Und die anderen sind hergegangen und haben U-Boot-Technik gemacht. And the others did a rather quick type fix-up technique. Wir sagen immer U-Boot-Technik. We have a term of Ubu technique for that. Submarine-Technik. Oh yeah. Ne? If we take the finger down and then this way. That's good. Okay. Quick U-boat. step. I'm not a military person. We're talking about the submarines here. Wet finger dentistry, where you spit on your thumb and smear the amalgam in place. Und die Ergebnisse können Sie hier ablesen. So the results you can read on this tab, on this Schauen form. Sie, zwischen dieser Amalgamfüllung im 6er unten rechts You can see between this amalgam restoration and number 3 on the right, no, on the right, 6 right, und 8 links unten and number 31 or 32. haben wir hohe Werte von 100 Millivolt, 3 Mikroampere und 1000 Nanowattsekunden. We have rather high values of 100 millivolts, 3 microamps, and 1060 nanowatt seconds. Das ist also eine schlechte Amalgamfüllung, schlecht gemacht. This is actually a rather poor amalgam restoration. Dagegen ist die Amalgamfüllung beim ersten Prämolaren rechts oben However, this amalgam restoration in the first bicuspid on the upper right relativ gut. is very good. Not very good. Relativ. Relatively very, very good. No, relatively good. So, man kann aber noch was anderes, also so kann man auch die zahnärztliche Arbeit beurteilen. And so this allows us to actually be in judgment of the type of dental services performed. Aber Sie können auch noch was anders machen mit Mundbatteriemessungen. Of course, there is still another thing you can do with the measurement of oral batteries. Schauen Sie hier, dieser Patient hat nur Goldarbeiten. Look, this patient has only gold restorations in his mouth. Und diese ganzen Goldarbeiten, also das sind meistens IG, also Goldgussfüllungen, Füllung Gold, These are cast gold fillings. haben die meisten relativ gute Werte für Gold. Again, they have relative good values for gold. Und hier oben diese Goldgussfüllung hat einen schlechten Wert. But here, the very top one has a rather poor value. Und hier konnte herausbekommen werden, warum das so ist. And we actually determined why that is so. Hier hat nämlich der Techniker einen schlechten Kontaktpunkt gehabt You see, the technician in this case had a rather poor contact point. und damit die Sache schnell geht, hat er den Kontaktpunkt nachgelötet. And in order to kind of expedite the thing, well, he soldered that contact point. Statt Einstickguss hat er also gelötete Arbeit gebracht. So instead of one piece restoration, he actually had an altered additional metal placed on that Sie casting. sehen allein an diesen Messwerten, dass dadurch die Arbeit minderwertig geworden And so you ist. can see by these values that that work was actually now an inferior product. So können Sie also durch Messung mit diesem Gerät ohne weiteres den Techniker kontrollieren. So this instrument now gives it the capability to check the work of your technician. Also Sie können den Zahnarzt kontrollieren, zumindest den Fremden, wenn Sie wollen, auch sich selber. So you have the capability of checking the work of dentists, someone else, or even be critical of your own work. Und Sie können den Techniker prüfen. And you also can check the work of your technician. Das hat natürlich nur Sinn, wenn Sie die Arbeiten erstmal provisorisch einsetzen und messen. Of course, this has only any kind of meaning if you put these restorations in there temporarily and then measure. Wenn Sie die Füllung schon fest eingesetzt haben, nützt es natürlich If you have already cemented that restoration, then it may be tough to do anything about it. Nun, das ist ein wichtiger Komplex, den ich Ihnen versuchte zu erklären. Now, this is a very important complex that I attempted to explain to you. Wenn Sie bereit sind, mir noch etwas zuzuhören, If you are still willing to continue listening to me, dann muss ich Sie noch auf ein weiteres ganz schwieriges Problem hinweisen. then I want to lead you to another rather difficult problem. Ne,
Wir haben nämlich bisher nur dieses Problem über meinem Stift besprochen. You see, up to this point, we discussed only the problem that you can kind of visualize above the line that I indicated. In other words, only the, kann ich mal sagen? Oh ja, ich hab noch. Wir haben also nur über eine Mundbatterie gesprochen, wo zwei verschiedene Metalle im Speichel liegen. We have so far discussed only the problem of two dissimilar restorations in the oral cavity that are bathed by saliva. Wir haben aber noch einen zweiten Elektrolyt außer dem Speichel. But you see, there is the presence of another set of electrolyte besides the saliva. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass diese Metalle, also hier zum Beispiel die Goldkrone und da die Amalgamfüllung, Please don't forget that we have here also the presence of gold restoration and an amalgam filling, the presence additionally über die Gewebsflüssigkeit in Verbindung stehen. with the means of the extracellular liquid, also a connection between those restorations. Sie haben ja gestern aus den Bildern von Turk gesehen, As you remember seeing the pictures of Dr. Turk, dass Schmelz und Dentin ja keine leblosen Substanzen sind, that the enamel and also the dentin is not a lifeless substance, sondern mehr oder weniger Flüssigkeit enthalten. but contain to a greater or lesser degree fluid, Ganz besonders natürlich die Pulpa und auch der Alveolarknochen. and especially the pulp tissue and the alveolar bone. So haben wir also noch eine zweite Mundbatterie. So you see, we actually have the existence here of a second oral battery. Und da der Widerstand in der Mundbatterie vom Speichel und in der Mundbatterie von der Pulpa unterschiedlich ist, And because the resistance of the oral battery in the saliva environment and also in the tissue fluid environment varies, fließt ein Strom hier there is a flow of current through the saliva, und es fließt ein Strom hier. and there's also a current flow through the extracellular fluid. Wir haben also praktisch, wenn Sie so wollen, eine Doppelbatterie. And so what we really have in practicality, the existence of a dual or a double battery. Und diese Doppelbatterie And this double battery steht mit dem Grundsystem in Verbindung. is positioned in relationship to the basic regulatory system. Wir können das mal auf einer Folie so darstellen. And so we can illustrate that to you on this transparency in this way. Wenn nämlich jetzt auch hier ein Strom fließt, You see, if there is also the flow of electrical currents through this region, dann kommt dieser Stromfluss mit dem Grundsystem automatisch in Kontakt. then this flow of current comes in intimate contact with the basic regulatory system. Es wird also schon allein durch den Stromfluss das Grundsystem irritiert. So the flow of current alone is now capable of irritating the basic regulatory system, Denn zum Grundsystem gehört ja auch das Nervensystem. because to the basic regulatory system, one of the components is also the nervous system. Außerdem wird durch Strombildung der pH-Wert, also In der addition, the current value also alters the pH value of the tissue fluid. in der Grundsystem Flüssigkeit geändert. Das ist sehr wichtig. This is, of course, very important. Und wenn Sie an Turk zurückdenken, wird auch damit die Konsistenz verändert durch veränderten pH-Wert. And if you remember what Dr. Turk mentioned, the consistency of the extracellular fluid, the pH value of the extracellular fluid is Also, altered. ich meine damit den Sol- und Gel-Zustand in der extrazellulären Flüssigkeit. What I mean by that is the gel and sol condition of the extracellular fluid. Und über den Umweg einer Irritation des Nervensystems, des autonomen Nervensystems, And over the side
connection of the autonomic nervous system. Wird zusätzlich auch die Kurzschlussstrecke hier im Gefäßsystem verändert. It affects the venous arterial anastomosis shunt as well. Dieser Shunt ist ja sehr wesentlich, wie wir gesehen haben, für den Elektrohauttest nach Standel und Gehlen. And as you saw demonstrated, that shunt plays an important role in the skin stimulation test. Mit anderen Worten, es wird also das Grundsystem in allen Funktionen gestört, wenn Strom fließt. In other words, what you can see is that the basic regulatory system is actually challenged in every one of its components. Also in der Flüssigkeit Sol- und Gelzustand. To repeat, in its liquidity, in the soul and gel substance. Damit natürlich auch die Zellen im Grundsystem. And of course, this affects the cells of the basic regulatory Das system, autonome the Nervensystem parasympathetic nervous system, und indirekt sogar das Gefäßsystem. and then indirectly also the vascular system. Nun, wo der Patient am meisten vorbeschädigt ist, And now, depending on where the patient has been pre-damaged, da wird natürlich dieser Strom am meisten angreifen. this is where this current flow will now also do most of its damage. Und daraus können Sie erkennen, dass man für die Strombildung im Mund From this, you should be able to recognize that the current buildup in the mouth nicht ein bestimmtes Symptom erkennen kann. will not create a single recognizable symptom. Also, ich kann nicht sagen, dass bei Strombildung im Mund der Patient mit immer Haarausfall hat. Which means I can't tell you that if there is current buildup in the mouth, that the patient would always have the loss of hair, Oder dass einen bestimmten Kopfschmerz hat. or that he will have a certain headache, Oder an bestimmter Stelle Schmerzen hat. or that he has at a specific spot pain. Weil je nachdem, wie die Vorschädigung ist, But depending on a pre-damage, kann Strombildung im Mund verschiedene Symptome machen. the current buildup in the oral cavity can produce a variety of symptoms. Und deswegen meint die Schulmedizin, da kann nichts sein. And because of this phenomenon, the university thinking is telling us that this is impossible. Aber Sie können es auch nicht erkennen, weil Sie nicht die meisten Universitäten nicht messen. And of course, I feel that is not recognized because the universities don't even measure this. So, jetzt darf ich die Strombildung verlassen And now I would like to leave this theme und muss Sie darauf aufmerksam machen, and would like to call your attention dass bei der Strombildung immer das unedle Metall in Lösung geht. that in this phenomenon of current buildup, the non-precious metal always goes into solution. Also bei dieser Mundpartie zwischen Goldkrone und Amalgamfüllung gehen die Komponenten des Amalgams in Lösung. As in the example, the case of this illustration between gold and amalgam, it is the components of amalgam that will go into solution. Das sind also die Komponenten Quecksilber, Silber, Zinn, Kupfer. And so the components here of mercury, silver, copper, tin and zinc, Und die gehen in Lösung auf diesem Weg. and they go into solution and enter they go into solution in this route In Form von Ionen. in form of metallic ions. Und wenn jetzt hier ein Kurzschluss eintritt, And now when you shorten this circuit, dann gehen die Ionen, die hier wandern, then those ions that migrate eine Verbindung mit Eiweiß ein. create a combination with the protein. Denn sobald der Stromfluss unterbrochen wird, Because as soon as the current flow is interrupted, können die Ionen alleine ja nicht mehr existieren. the ions cannot continue to exist in that state. Wenn der Strom aufhört, müssen die Ionen eine Verbindung eingehen. As soon as the current is interrupted, the ions are forced to form some type of connections. Das ist ein physikalisch-chemisches Grundgesetz. This is a physical, chemical, basic law. Und was passiert jetzt hier in den Geweben und damit auch im Grundsystem? And so what then happens in this area, that is the basic regulatory system, Die Metallionen the metallic ions aus dem unedlen from Silberamalgam the non-precious amalgam werden unter dem Druck gegenüber Gold are under the pressure as in reference to gold, in die Gewebe gedrückt pressed into the tissues,
Dann gibt es Kurzschluss. Then there is a shortening of the circuit Bei jedem Zusammenbeißen zum Beispiel. in each chewing cycle. Und dann legen sich diese Ionen an Eiweißverbindungen an. And this is what causes those ions to make contacts with protein molecules. Und dann entstehen zum Beispiel Haptene, And this is what creates the haptenes. also Metall-Eiweißverbindungen. That means metal protein combinations. Und diese, das wissen Sie alle von früher her, And these, of course, you know from before, sind die Grundlage für viele allergische Prozesse. form the foundation for the allergic response. So kann man zu einem guten Teil wenigstens die Mundbatterie auch für allergische Prozesse mitverantwortlich And machen. so it is then possible for us to hold the oral battery as co-responsible for these allergic phenomena. Sie sehen also, eine Mundbatterie mit unedlen Metallen macht nicht nur Schaden durch Strombildung, So you see an oral battery with the use of non-precious metals not only forms electrical currents, sondern sorgt auch für einen Ionenfluss, but also provides the flow of metallic ions. bei Kurzschluss zur Haptenbildung And via the shortening of the circuitry, haptenes are formed, und damit indirekt zu allergischen Prozessen. and then thus it leads to an indirect allergic process. Und noch ein letzter Effekt, And one more effect, wenn Ionen hier in das Grundsystem hineinkommen when ions migrate into the basic regulatory system und sich verfestigen, and are now being saturated, also durch Anlagerung an Eiweiß zum Beispiel, that is through this protein combination, dann entstehen Fremdkörper im Grundsystem. this forms foreign body inclusions in this basic regulatory system. Und jetzt schließe ich den Kreis wieder zu Turk. And now, if I can come full circle over what Dr. Turk said, Wenn hier im Grundsystem Fremdkörper abgelagert werden, when we find foreign substances deposited in this basic regulatory system, dann werden alle Regulationssysteme im Grundgewebe dauernd belastet. then we find all the regulation systems which are part of the regulatory system to be heavily stressed. Und wenn das über Jahre hinweg passiert, And if this takes place over a duration over many years, dann können Sie sich leicht vorstellen, dass das Grundsystem erlahmt. then it may not be difficult for you to imagine that it may lead to fatiguing of the basic regulatory system. Und wenn die Grundsystemfunktionen erlahmt sind And if the basic regulatory system is fatigued, und dann noch andere Störungen dazukommen, and then there is the addition of other disturbances, zum Beispiel Stresssituationen as for example any type of stress, oder Störungen bei der Ernährung or disturbances of nutritional nature, oder heute die Schwermetallbelastung durch den Verkehr und Industrie. or as we find today, the stress through the heavy metal via the use of gasoline and industry. Dann wird im Summationseffekt And so in a summation type of effect, die Abwehr des Grundsystems derartig belastet, the defense capability of the basic regulatory system is thus stressed dass die Funktionen zusammenbrechen. to the point where the function of that system totally collapses. Und was ist dann die Folge? And what is the result? Es gibt zumindest chronische Erkrankungen There are at least chronic diseases, und wenn der Patient von Natur aus schon stark belastet ist, and if the patient is naturally already heavily stressed, dann ist der Weg zum Krebs nicht mehr weit. then perhaps the route to cancer is not very far off. Sagen Sie nun aber bitte nicht, ich hätte gesagt, But I hope this does not give you the idea that I told you dass Strombildung im Mund Krebs macht. that current generation in the oral environment produces cancer. So will ich das nicht ausgedrückt I haben. would not put it quite that way, Aber sagen will ich doch, but I still would like to say dass Strombildung im Mund that current generation in the oral cavity, einmal diese Störung über den Speichel first macht over the route of the saliva,
und durch die sogenannte Pulverbatterie, and then secondary, what I call the pulp battery, vor allem das Grundsystem in allen seinen Funktionen stört. which disturbs the basic regulatory system in all its functions. Und hier darf ich mich jetzt nochmal wiederholen. And now I will repeat myself here again. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass die Mundbatterie über den Speichel verschiedene Symptome macht. I told you earlier that the oral battery over the saliva produces a variety of symptoms. Und genauso macht die Mundbatterie über das Grundsystem And equally, the oral battery using the basic regulatory system as its route keine spezifischen Symptome, does not produce any specific symptoms, sondern generelle Symptome, die mal so und mal so aussehen. but rather it produces general symptoms that may appear at one time this and at another time different. Und im Grunde ist das ja nichts Besonderes in der Medizin. Of course, basically, this is nothing unusual in medicine. Sie wissen das zum Beispiel von der Lewis, As you know, perhaps from the loose, da ist auch ein Bakterium schuld, there is only one bacteria responsible, aber die Lewis kann in vielen verschiedenen Gesichtern but the auftreten. loose can appear in many different forms, symptom forms. Und genau dasselbe bei Mundbatteriebildung. And we find this to be also true in the oral current generation. Ich glaube, damit ist das Problem erstmal abgehakt. Okay, I hope that this finishes this presentation. Stan, can we have some questions at all? Yeah, well, we'll entertain some Yeah. questions. Okay. The first one, I got a couple on this, just details. That's a fantastic presentation, but just a couple of little clinical Speak slowly, please. Excuse me, I am German. It's Dr. Kramer. It's the way he talks. Oh, thank you. The first thing, Kann ich ganz übersetzen, er hat gesagt, das war einmaliger Vortrag. Einmaliger Vortrag. do Thank you you, very much. In earlier times, if I could ask, sorry. früher kam ich weiter runter, aber ich bin jetzt nicht mehr so jung. I would bow even further, but I'm not so young anymore. Think about two questions basically. Firstly, does Dr. Kramer consider the polarity of individual amalgam fillings is of any relevance? Ist die Polarisation wichtig von den verschiedenen einzelnen Füllungen? Na, es gibt keine gleichen Amalgamfüllungen. There is no such thing as equal or same type of amalgam fillings, Weil sie nie genau gleich angerührt werden können because it is impossible to compose them essentially the same way, und weil sie nie gleich gestoppt werden können. and because it is impossible to treat them, to handle them the same way, So werden sie also zwischen zwei verschiedenen Amalgamfüllungen immer Strom finden. and so you will then find between two fillings always the flow of current, Allerdings mehr oder weniger stark. depending on, of course, to a higher or lesser degree. Ja, wir müssen ja nachher noch über die Amalgamtherapie sprechen. Of course, we hope to come to the amalgam therapy later on, Aber da darf ich vielleicht einen Vorgriff machen. but may I kind of jump ahead at this point? Na, wenn Sie gute Unterfüllungen machen, If you do good underlayments or base fillings, dann wird der Stromfluss über das Grundsystem then the current flow through the ground system automatisch geringer. is automatically lessened. Aber leider werden viele Amalgamfüllungen eben ohne Unterfüllung gemacht. Unfortunately, a majority of fillings are placed without any kind of base. Und so kann der Strom ungestört ins Dentin über die Pulpa in den Knochen This gelangen. allows the flow of current undisturbed into the basic system. Und dadurch fließen natürlich viel mehr Ionen ins Grundsystem, That, of course, allows a significantly greater amount of ions to flow als wenn Sie eine anständige Unterfüllung haben. than if you had placed an adequate base. Und ich selber mache in meiner Praxis immer noch die Unterfüllung am liebsten mit Phosphatzement. This is why I utilize the phosphates made in my practice for a base filling.
Wie das mit den Lacken geht und so weiter, das vermag ich nicht noch aus eigener Erfahrung nicht genau zu sagen. Whatever the varnishes do and so on, for that I cannot really comment because I don't utilize it. Phosphatzement ist ja auch ein Fremdkörper. You see, phosphate cement is also a foreign substance, Aber Phosphatzement hat ja 5-wertige Phosphorsäure zum Anrühren. but phosphate cement has a 5 pH liquid for the mixture. Aber diese Säure ist nicht sehr stark. However, this acid isn't all that strong, Und die wird ja von den umgebenden Geweben weitgehend neutralisiert und das relativ schnell. and the surrounding tissues neutralize that substance and actually relatively fast. Und die Lacke und das sind anorganische Stoffe. But the varnishes are non-organic substances. Während die Lacke, die man heute anbietet, The cement is non-organic, whereas the lacquers that we use today diese sind organischer are Natur. organic in nature. Und wenn die in größerer Menge appliziert werden, And if one applies that in great quantity, dann haben sie die ganzen Probleme, die die anderen organischen Stoffe auch haben. that creates problems which all the other organic substances create. Also bisher durch Vergleichsmessung bin ich immer wieder zum Phosphatzement zurückgekehrt. So up to this point, with comparison measurements, I have constantly returned back to the use of phosphate. Ist die Frage damit beantwortet? Did that help you? Wenn Sie die ganzen Probleme vermeiden wollen, If you want to eliminate all the problems, es gibt nur 2 Wege. there are only actually 2 routes. Das eine ist die Prophylaxe, The one is total prophylaxis. dass Sie gar keine Metalle That applizieren means brauchen. prevention to the point where you don't even need any application of Und das fillings. andere ist Gold. And the other solution is the use of gold. Und zwar hochkarätiges Gold. And that is high noble gold. Denn aus hochkarätigem Gold ist der Ionenfluss am geringsten. Because the high noble gold alloy has the lowest ion flow. Und damit auch die Strombildung am geringsten. And that also has the lowest current formation, Wenn der Techniker keinen Fehler macht. provided your technician didn't commit an error. Das ist das Wesentliche der ganzen. That is really the very basic of the whole story. Noch eine Frage? Is there another question? Ja. Stan, there seems to be some controversy among biologic chemists in my name between different gold alloys. You know, they may all be high content gold. Some men will say, oh, this one feels good, even though it's 88% gold, or this one feels good. Can we address the problem of the percentage of other things added to the gold? Some of the alloys have platinum only in them, some have platinum, palladium, and a little silver. Is that significant? Ja, das Wesentliche ist, dass es nicht unter 20 Karat sein darf. The very basic that I can say is that it should not be less than 20 karat noble metal. Yes. Bei Edelmetallen haben Sie zu berücksichtigen, In the use of noble metals, you should consider dass Edelmetalllegierungen ein anderes Kristallgefüge haben als unedle Metalle. they have a different crystal configuration than the non-noble metals. Beim Edelmetall ist das Kristallgefüge ganz eng In noble metals, the crystal forms are very tight und ineinander verzahnt, ganz fest. and also interdigitate into each other, Während zum Beispiel Amalgam nur eine ganz lockere mechanische Verbindung eingeht. whereas in case of amalgam, the crystals have only a very loose relationship to its crystals. Und das Kristallgefüge auch chemisch nicht absolut stabil ist. And this makes the crystal formation chemically rather unstable. So ist die Korrosionsgefahr bei Edelmetallen in Ordnung. So the corrosion, the danger in noble metals is reduced significantly. Am besten wäre es natürlich, Sie hätten die Goldlegierung nur aus Edelmetallkomponenten. Of course, the best thing would be if the gold alloy would utilize only noble metals Also das sind Platin und vielleicht noch Palladium. for its components. For example, gold, platinum, and perhaps also the inclusion of palladium. Aber diese Legierungen sind für zahnärztliche Zwecke in der Regel zu hart.
But for these alloys in the use of dental purposes are as a rule too hard und lassen sich im Labor schlecht verarbeiten. and consequently are not easily worked in the laboratory. So müssen sie für die Verarbeitung Kompromisse machen. So for the sake of easier manipulation, one has to make compromises. Und sie kommen meistens etwas Zusatz von Kupfer nicht herum. And so it is impossible to circumvent the use of copper. Also die mechanischen Eigenschaften für uns brauchbar zu machen, In order müssen sie Zusätze To machen. enhance the mechanical capability of dental alloys, one is forced to make additions. Denn im Gegensatz, um das auch nochmal zu sagen, The opposing point of view to also mention, wenn Sie diesen ganzen Legierungsproblemen entgehen wollen, if you want to escape the problem of this alloying phenomenon, dann müssen Sie Feingold nehmen. then you have to use the pure gold, Also 24 Karat. that means 24 karat. Daraus können Sie wohl kleine Goldstopffüllungen machen. With this you can do small foil type restorations, Haben wir ja auch lange gemacht. which we did for many years. Aber Sie können aus diesem Gold keine Kronen und Brücken machen, das But ist zu weich. you can't do crowns and alloys from this gold because it's too soft. Also die mechanischen Eigenschaften erlauben es nicht, reines Gold zu nehmen. So you see, we're limited by these mechanical properties in the utilization of pure gold. Sie sehen also, etwas Absolutes gibt es auf dieser Erde nicht. So you see, again, we're rather limited because there's no such things as Irgendwo absolute. beginnt immer der Kompromiss in der We Medizin. constantly find ourselves faced with making compromises somewhere. Wir müssen nur die Kompromissgrenze so weit wegschieben wie möglich. But we are forced to push this compromise parameter as far as we can. Noch eine Frage. Which is the gold alloy that you're currently using and which company? Ja, die wir in Deutschland verwenden. Ja. Die meistverwendete The most used alloy ist von der Degussa. is from the firma Degussa. Die Degussa ist die größte Gesellschaft in Deutschland und auch weltweit verbreitet. It is the biggest company that sells dental gold, and it is also worldwide. Ich nehme aber in meiner Praxis Gold von der Firma Heraeus. Das ist eine kleine Firma Personally, I use in my practice gold from the firma Herrera. It is a small company und sehr zuverlässig. and very reliable. Und für meinen Bezirk And for my district, nur ein guter Service. Das they ist ja auch provide wichtig. great service, which is very important. Also Sie sehen, auch da kann man nicht sagen, diese ist besser oder ist schlechter. So weit liegen sie heute nicht mehr auseinander. Even here, I cannot say this is better than that because actually today, none of them are all that far apart. Und eine gute Legierung ist zum Beispiel in Europa auch die Schweizer, die liefert die Schweizer Firma Saint-Domingue. In Europe, another good alloy that is used is from a Swiss company, which is Saint-Domingue. Die ist auch sehr gut. Very good. It's also very good. Aber früher waren die Unterschiede sehr viel größer als heute. Years ago, the differences were considerably greater than what we find today. Viel mehr Fehler werden durch den Techniker gemacht. Considerable greater errors are committed by the technician Denn durch etwas Unvorsichtigkeit kann jeder Techniker die allerbeste Goldlegierung kaputt machen. because just a moment of inattentiveness, the best technician can mess up your best dental alloy. Noch eine Frage. What specific array of metals do you use? What is the coating like? Welche Nummer? Do you know what specific Ich hab sogar eine dabei. Das nützt sie ja nichts, weil sie es hier gar nicht bekommen. I Sie müssen still ja doch see ihr Lenko nehmen oder sowas. I don't see great value in the specificity because I feel you may not be able to get it here anyway, but I have the information if you wish. Yes, I wish the information. Wir können nachher noch sehen, dass ja Gold auch nicht absolut das Beste ist. Later on, I will point out to you that gold is really not the best, absolutely the best. Ein Hinweis noch, A point, additional point, wenn ein Patient zum Goldtyp gehört, if a patient belongs to a gold type, können Sie gar kein Gold nehmen. then
you cannot use gold. Dann treten die homöopathischen Probleme auf. Then you are creating homeopathic problems. Und wenn Sie verschiedene Goldlegierungen zur Verfügung haben, And if you have a variety of gold alloys available, dann messen Sie mit Elektroakupunktur, was für den Patienten am besten ist. then you Das just kann use Sie alleine machen. electroacupuncture and measure what is tolerated best by the patient. How do you measure gold Ich type? will Ihnen das vielleicht, bevor die Pause ist, sollen wir Pause machen oder später? Jetzt noch? Das ist ja schnell gesagt. Ich mache es in meiner Praxis so, I carry it out in my practice this way. mit Elektroakupunktur. With the use of electroacupuncture, Ich nehme eine Hand vom Patienten I take the patient's hand und messe alle 10 Nagelbettwinkel. and I measure all 10 points on the fingers, Und ich messe noch zusätzlich die Punkte am Allergiemeridian. and I measure additionally the points on the allergy meridian. Dann habe ich also 12 oder 13, wenn Sie wollen, den Kontrollmesspunkt können Sie auch noch mitnehmen am Then I have 12 or Allergiemeridian. 13 if you please, if you want to measure the control measuring point on the allergy meridian. Dann haben Sie also zwischen 10 und 13 Punkten an einer Hand. So you now have between 10 and 13 points on one hand. Dann haben Sie hier die Anfangswerte. So here now you have the beginning values. Dann geben Sie dem Patienten das Metall in den Mund. Then you place the metal into the patient's mouth. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt. I may have some of that here. Dann muss es dann raus. Entschuldigung, ich habe es in der Tasche. So, jetzt kriegt der Patient das Metall, also etwa in der Größe, die der Metallarbeit entspricht. Okay, now the gold is then placed into the patient's mouth, which should be somewhat in relation to the size of the restoration that will be needed. Also so in den Mund. How many pennyweights is that? Was? How many weights? 2 ounces. 2 ounces. Na, das sind ungefähr 20 Gramm. Grams. Wir messen in Deutschland den Gramm. Sie sehen, weil es so wertvoll ist, habe ich es in meiner Tasche. We measure that in Germany in grams, and since it is so valuable, you can see why I carry it in my pocket. So, wenn ich das jetzt beim Patienten im Mund habe, And when that is then in the patient's mouth, dann messe ich alle Punkte, then I measure all the points die again ich zuerst bestimmt hatte, that I measured for base values before. nochmal wieder nach. I measured a second time. Und wenn da Punkte dabei sind, die sich stark erhöhen, And if there are any points that have been altered greatly, also im Vergleich zwischen Erst- und that Zweitmessung, means in relation to the base measurement, dann kann ich das Material nicht nehmen. then I cannot use this metal. Dann muss ich nach einer anderen Legierung Then schauen. I should look for another alloy. Und wenn der Wert geringer wird in Richtung 50, But if the value is then decreased in the direction 50, haben wir noch so eine Folie. Right? Darf ich dann dir eine Na, dann ist das Metall ohne weiteres zu verwenden. then that metal can be utilized without problems. Na, Eine freie Folie? Only? ja, kann ich mal eine haben. Also, beispielsweise, And so, for example, Sie wissen ja, ich mache die Messwerte 10 für Lymphe, 11 für Lunge und so weiter. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und dann noch 15 B und 15C, also am Allergiemeridian. this represents the 10 points plus the additional points on the allergy meridian. Jetzt hier die Anfangswerte hin, This then would represent the beginning values under all those 78, points. 67, 82, 70, 72, 74, 66, 73, 73, 79, 70 und 68. So kann es aussehen. And so it's possible that you will have that type of readout. Dann können Sie die alle zusammenzählen, You can add them all up, dividiert durch 13 divide by 13. und dann kriegen Sie hier einen Wert, Now you will have a median value, also 780. average value.
Ich habe es nicht gezählt. I didn't add. Gold, Now we use the gold. dann kriegen Sie Werte. Wenn es gut verträglich ist, meinetwegen 70, If it is well tolerated, you may have values that might be something like this. 80, 66, 70, 55, dann 60, dann 73, 73, 72, 70, 55. Wenn Sie das zusammenzählen, ist alles niedriger. So now the new values that you had attained, you add it up and it is lower. Also bitte, das zählt jetzt nicht. Und jetzt nehmen Sie ein anderes Gold And now you will take another alloy. oder eine andere Legierung. Gold-Silber-Legierung zum For Beispiel. example, a gold-silver alloy. Na, dann könnten Sie zum Beispiel Werte kriegen 80, 70, 82 in relation zum Anfangswert. All those values are in 72, relation to the beginning value. 80, 74, vielleicht geht auch mal ein Wert runter, 65, It is possible that with something like that, the 72, value, individual value may drop. 77, 81, 74, 70. Dann kriegen Sie hier Werte, die sind bei 820 zum Beispiel. And so if you add up, you may have values that are higher than before. Dann ist diese Legierung gut und diese Legierung unverträglich. Then you can now have a judgment on this. One alloy is Sag mal, wie man auch ein bisschen. better tolerated than the other. Nee. Also, ich wollte Ihnen hier nur mal eine Möglichkeit zeigen, wie man das zum Beispiel machen kann. So I wanted to demonstrate to you here one possibility that you could utilize to check. Da braucht man also keine besondere Messtechnik zu verwenden. Here you would not have to utilize any special measuring technique. Da braucht man keine besonderen Punkte und gar nichts. You would not need any kind of special points or anything. Wir sagen zu dieser Messtechnik, wie wir das bestimmen, We call this best technique as we das ist idiotensicher. that is foolproof. Und Sie können diese Versuche immer noch weitermachen, können 5, 6 verschiedene Legierungen so And zusammenstellen. of course, you could carry out this same procedure on and compare as many different alloys as you desire. Aber bitte sagen Sie zu dieser Folie nicht, der Kramer kann ja nicht rechnen. But these were just Die quickly Werte sind sicher falsch. examples. So After he's cleared the ground system, has he ever found a patient that couldn't tolerate any gold? nachdem das Fischinger-System gereinigt wurde, homöopathisch, habt ihr jemals gefunden, dass der Patient kein Gold tolerieren konnte? Das sind die homöopathischen Goldtypen, ja. These are the homeopathic gold types that we mentioned. Like what, the melancholic, cardiovascular, suicidal? Diese Patienten brauchen dann eben ein Weißmetall, Silber. These patients then need a white metal, perhaps silver. So, The color is the color. Is this any farb difference? Ja. Eine Yes, reine Farbdifferenz. it is a color. Can you test with Gold and silver. erinnern Sie sich doch bitte dran, dass Turk halt gestern den Patienten genadelt hat und dass er ihm gesagt hat, dass auch da die Farbe einen Einfluss hat. Remember, Er yes, nimmt nicht Gold- und Silbernadeln, sondern nimmt Gold- und Stahlnadeln, Remember weil Stahl und yesterday- Silber gleich sind. when the Turk did the acupuncture and the needling of that patient, that he also mentioned at that time that the utilization of gold and silver is used. However, the importance is not so much in the quality, but rather in the color of the metal. So he utilizes steel and gold rather than gold and silver needles. Und mit den Goldnadeln sind Unterschiede und mit den Goldmetallen im Mund sind die gleichen Unterschiede. And as the differences with the gold and steel needles, so you have also differences in the mouth. Ja, noch eins? Darf ich Bitte, noch was? ja? Ich möchte Ihnen noch einen anderen Tipp geben, wie Sie eventuell auch mit der Elektroakupunktur schnell
die Goldsorte bestimmen können. Another hint that I would like to give you that will allow you to determine with the use of electroacupuncture a quick tolerance of dental metals. Diese Methode hat sich bei mir in der Praxis bewährt. I have utilized, this has been a significant method in my practice. Ich gleiche die drei Allergiepunkte, die drei ersten Allergiepunkte I balance the 3 allergy points, mit entweder Calciumcarbonicum, either with the use of calcium carbonicum, Calciumphosphoricum the calcium phosphate, oder Calciumfluoratum aus, je nach or calcium Patienten. fluoride, depending on the patient type. Und dann lege ich einfach dem Patienten auch das Gold in den Mund Then I also place the gold in the patient's mouth und kann sehen, ob der Zeiger in die allergische Reaktion wieder geht oder nicht. and then I determine whether the indicator goes into the allergic response or not. Es ist die schnellste Methode nach meiner Meinung nach, das zu messen, außer mit der Pulsdiagnostik und Kramer will noch die Kinesiologie erklären. In my opinion, this is the fastest route with which I can measure that, besides using the pulse reflex technique or the technique that Dr. Kramer is going to demonstrate to you now, the use of kinesiology. Und wenn Sie mit der Elektroakupunktur noch nicht zurechtkommen, das braucht ja viel If Übung. you're not comfortable with the use of electroacupuncture, which requires a lot of exercise, Noch gerade eine Methode, die Sie auch anwenden können. another method that you could perhaps easily institute. Aber auch diese Methode müssen Sie etwas üben. However, even this method requires practice. Das ist die Kinesiologie. That is kinesiology. Also, mal kurz zu zeigen. I want to Arm hoch, demonstrate. abstützen und jetzt hochhalten. Und jetzt prüfe ich, welchen Druck ich aufwenden muss, um den Arm zu belasten. The patient raised his arms, gave me resistance with muscles. I pressed down on his arm to check the strength of his muscles. Das muss ich zuerst mal. Manche halten die Gegenhand hierher, andere hierher. This has to be done. Some place the other arm on the deltoid of the testing arm or on the opposing arm. Jetzt gebe ich dem Patienten Gold für Kronen und Brücken in die Hand Now I give the patient the gold to hold in his hand. und prüfe wieder. Und es geht nicht, ich kann den Arm nicht runterdrücken. And I check the muscles again, and I am not able to lower the arm on the patient. Das ist für mich also ein Zeichen, dass dieses Gold für diesen Patienten vertragen wird. This is a sign for me that this particular alloy is tolerated by that patient. Nun gebe ich ihm ein anderes Gold, Now I will give him a different gold, also eine andere Legierung. and that is a different alloy. Ich versuche den gleichen Druck auszuüben I will use about the same pressure, und kein Problem, der Arm geht runter. and without any problem, the arm drops. Habe ich mehr gedrückt als vorher? Did I press any harder than before? Und wenn Sie jetzt schauen, was ich für ein Gold genommen habe, es sieht genau gleich aus. Now, if you would look what type of gold I Ist utilized, it ungefähr looks gleich about the groß same. und gleich schwer. It's about the same weight, the same color, the same size. Aber dieses eine Gold ist hochkarätig, But one is high noble gold, also über 20 Karat. in excess of 20 karat. Und dieses Gold enthält nur 50% Gold. Das And andere this- ist Palladium und Silber. Has only 50% gold, the rest is silver and palladium. 50. Also 50. goldreduziertes Gold. Das Yes. verträgt er nicht. Reduced gold. Und jetzt gebe ich ihm mal das in die Hand. Nur ein ganz kleines Stück Metall. Now I give him another alloy in his arm. Ja, mach das einmal. Nix. Keine Kraft im Arm. Und was habe ich ihm hier gegeben? So ein kleines Stück Silberamalgam, nicht mehr. And the last alloy we checked was a small piece of amount. Yeah, he wants to demonstrate. You're a big, muscular, strong football guy. Rah, boy. Come on. Also, jetzt mal erst probieren. Well, do it the other way. He's stronger than, put a weak one to lower the arm. No, Doesn't matter. So schnell wird er nicht müde. I know. So, jetzt, das ist Gold. Aber er gibt sehr viel Kraft. Yeah, that's what I mean. Put a weak one on here.
And even a weakling can lower his arm. Machen nochmal versuchen. Das ist überhaupt kein Problem. Mit Amalgam kann das nicht halten. Dasselbe geht natürlich auch ganz gut mit Zucker zu demonstrieren. And so you see, the metal that is not tolerated, the patient cannot hold. This is especially easy to demonstrate with the use of sugar. Aber Turk meinte, die Demonstration mit Zucker sei nicht gut, weil man daraus keine Kronen machen könnte. Dr. Turk's contribution to this comment on using sugar for the demonstration is maybe not, he said that it's not appropriate because we can't use that to make crowns out of it. So, also Sie sehen, das wäre noch eine Technik, wie man es ganz einfach machen kann. So that's another technique available to you to do it very simple. Can you elaborate on what silver metals you're talking about? Bitte? Welche Silbermetalle? Sterling silver, probably. Was? Silbermetalle. Als kein Gold toleriert wird. Those, how much silver versus how much palladium? Usually those silver palladiums are mostly. Also, wenn Sie so fragen, wir haben auf dem deutschen Dentalmarkt, If you ask that question, we have in the German dental market, ich habe die letzten Zusammenstellung gemacht, das waren 536 verschiedene Legierungen. there were available to us over 530 different alloys. Die können Sie alle in Deutschland kaufen. You can buy all of these in Germany. So nehme ich nur von einer bestimmten Firma, And that's why I limit myself only to a certain denn company. sonst kommen Sie nie mehr zurecht. Otherwise, it is impossible to make any sense Also of Sie it. müssen sich da schon begrenzen. And so you should limit yourself. When he was I'm talking, only a Dolmetscher. he was talking about testing. Okay. I think I heard him say when he puts the gold in the mouth, he should put the amount of gold that you're going to use. Yes. Is that correct? Approximately. Yeah. If you're going to do like 12 crowns and a partial in gold, you still put all of that metal in the mouth? Yeah. It is a function of quality and quantity. Ja, dazu ist schon etwas zu sagen. Okay. The issue of quality as well as quantity, there is something to be said. Ich habe eine Patientin, aber zum Glück nur eine. I have one patient, that is, I'm glad it's only one, Da spielte auch die Quantität eine Rolle. which also had to be considered from the standpoint of quantity. Dr. Voll und auch ich Dr. Boll, as well as myself, haben diese Patientin gemeinsam behandelt. treated that patient together, Und wir hatten festgestellt, dass dieses eine Gold sehr gut war für die and we Patientin. determined that one of the gold alloys was tolerated by the patient. Und dann habe ich erst den ganzen Oberkiefer saniert mit 2 Brücken. And so I proceeded in cleaning surgically the upper jaw and using bridges. Und dann haben wir den linken Unterkiefer in Ordnung gebracht. And then we also proceeded in correcting the lower jaw. Und dann haben wir eine Brücke machen müssen von 3 mit Zwischenglied über 5 mit Zwischenglied nach 7. And so on the left side we did a bridge that included 18, 19 with a pontic over to 20, and 21 is a pontic over to 22. Und dann begann das Problem. And lo and behold, a problem developed. Vorher hatten wir überhaupt keine Probleme mit der Up to that Patientin. point, we had no problem with the patient. Sie hatte früher Kopfschmerzen gehabt She had symptoms as headaches und alle die Symptome, die man so unter vegetative Systonie and zusammen. all the symptoms that one would consider under a sympathetic dystony. Und dann habe ich zum Glück diese Brücke provisorisch eingesetzt. But it was lucky that I cemented that bridge only temporarily Denn ich wollte keine Probleme hier mit dem Gelenk haben. because I wanted to avoid problems with the temporomandibular joint. Aber ich habe auch keine Probleme mit dem Gelenk bekommen. And I didn't have any problems. That means the patient didn't have Aber die problems with the Patientin temporomandibular hatte joint. wieder ihre vegetative Systonie wie früher. But the patient saw the return of her former symptoms. In meiner Verzweiflung, ich kam selber nicht richtig weiter, And in my desperation, I didn't know how to proceed. habe ich sie wieder zum Dr. Voll geschickt I sent her back to Dr. Voll und habe gesagt, jetzt schau du mal, was da los ist. and told him, now you determine what is going on. Er kam aber auch nicht weiter. And he also was rather stunned.
Und dann haben wir statt dieser Goldbrücke haben wir nur eine Kunststoffbrücke eingesetzt, allerdings im Labor gefertigt. We decided to replace that gold bridge with just a synthetic substance bridge, which was made by a laboratory. Und dann waren die Symptome nach einiger Zeit wieder weg. And in a short time, the symptoms disappeared. Und dann haben wir es versucht, nur die einzelnen Kronen zu machen, ohne die Brückenglieder. And then we tried to do the single crowns without the bridge. Also wir haben einfach das Gold gespart. That is, we kind of saved some of the gold. Und damit sind wir dann zurechtgekommen. Es war also ein quantitatives Problem. And this then was tolerated well, so it was a function of quantity. Also machen Sie dieses Problem nicht zu stark. But don't put too much weight on this particular problem. In 30 Jahren ein Patient, das ist nun wirklich nicht zu viel. In 30 years, I had one of those patients. I feel that's not all that frequent. Ich wollte noch zu dem Problem Menge. I wanted to also add my thing to this quantity of substance. In meiner Praxis und wohl auch bei Fritz ist es das Prinzip, dass wir je weniger Gold, desto besser, auch bei den deletierten Prothesen. In my practice as well as Fritz, we go from the premise that the less metal we use, even in the removable appliance, the better. Und ich mache persönlich keine Metallplatten. And I personally don't make the removable gold plates. Ich habe in den verschiedenen Labors arbeiten lassen, die sehr gut arbeiten. I have utilized many good laboratories to do the work, and they do good work. Aber ich habe keine einzige ganze Platte gefunden, But I did not find a single full plate die keine Potenziale aufwies. that was free of potentials. Deshalb nehme ich heute lieber Kunststoffplatten als Metallplatten. And that is why in my practice today I prefer the acrylic over the metal plates. Und vielleicht können wir in dem Zusammenhang noch einen Hinweis geben. And so in this connection, can we give you another hint? Sehen Sie sich diese große Goldbrücke mal an. If you would view this large representation of the large gold bridge, Die geht von der rechten Unterkieferseite auf die linke Unterkieferseite. which goes from the right lower back all the way to the left lower back, Und überspielt hier die Mitte. and it also crosses the center. Und das ist bei manchen Patienten, nicht bei allen, And this is with some patients, but certainly not with all, auch ein Problem. also a problem. Denken Sie an die Akupunktur jetzt mal. If you consider the acupuncture now, Sie schließen damit die rechte und die linke Körperseite kurz. you now shorten the right and the left body halves. Und wenn Sie sich daran erinnern, dass die Meridiane links und rechts vorhanden sind, And if you keep in mind that the energy meridians are present right and left, und dass ja auch das Zahnkiefergebiet an die Meridiane angeschlossen and ist, that the jaw area is also attached to the energy meridian system, dann werden Sie hier auch einen Kurzschluss zwischen rechts und links fabrizieren. then this creates a shortening of those energy circuits in the jaw region. Und das kann auch mal zu Störungen führen. And this can lead to disturbances. Ich selber habe im Unterkiefer eine größere solche Brücke drin. I myself have this type of a situation present in my own mouth. Ich war erst etwas ängstlich, ob das auch gut geht, I was at first rather apprehensive about the success of this, aber im Augenblick geht das immer noch ganz gut. but as far as I know, up to this point, this is still going well. Also, ich will Ihnen das nur sagen, nicht weil das oft auftritt, das stimmt I nicht. want to tell you not because it occurs frequently, that isn't right. Ich will Ihnen das nur sagen, dass das zwei Fälle sind, I just wanted to tell you that there are instances, die extrem selten sind, which are, even though very seldom, aber die Ihnen Probleme machen. however, it could create problems for you. Ja, bitte? Couldn't the 753 bridge be a result of the electrical shortening of the No. circuits of those No. three teeth Nein. instead of quantity of the gold? Yes, it was a quantity of gold. For
wir haben ja zum Schluss 3 Kronen eingesetzt, die haben You ja auch see, Kurzschluss. at the end, we did place 3 gold crowns on those teeth, which would also be shortening. Es war einfach zu viel Oberfläche Gold. It simply was too much surface of the gold. Wir haben dann bei der Patientin allerdings auch noch homöopathisch nachgeholfen. We did, with this particular patient, help her homeopathically afterwards. Wir haben ihr potenziertes Gold gegeben. We gave her potentized gold. Ich meine, es war D200. I think it was to the tune of D200. Und das brauchte sie zuerst im Abstand von ungefähr 2-3 Wochen. She needed that at first, interval of 2-3 weeks. Und später brauchte sie es im Abstand nur von einem halben Jahr. And later on, she needed that in a space interval of half a year. Also hier können Sie auch etwas nachhelfen. And here you can also help along a bit. Aber welche Potenz von Gold Sie nehmen müssen, müssen Sie messen. But whatever potency of gold you can use, you have to measure that individually. Noch eine Frage. It's finished. You We have, better take a break. yeah, Video. last question. Mine was eating all the Yes, no video film. Take it over there. Last but not least, for my Und wenn wir zu lange warten,